Die Ereignisse der Jahre zwischen 1918 und 1939 sind aus dem kollektiven Gedächtnis der Einwohner Jülichs weitgehend verschwunden. Das hat nicht nur mit der inzwischen erheblich angewachsenen historischen Distanz zu tun, sondern auch damit, dass das Jülich der Zwischenkriegszeit am 16. November 1944 durch alliiertes Luftbombardement nahezu vollständig ausgelöscht wurde. So bleibt der Blick auf die Zwischenkriegszeit in Jülich zwangsläufig fragmentarisch und lückenhaft. Und dennoch ergibt sich das Bild einer Kommune, die die Möglichkeitsräume, die sich durch die demokratische Grundordnung der Weimarer Republik ergaben, für sich zu nutzen wusste. Obgleich die Besatzung eine starke Einschränkung der Eigenständigkeit bedeutete, schaffte man dennoch eine nachhaltige Modernisierung der städtischen Infrastruktur. Mit Musik- und Theaterveranstaltungen, der Rheinischen Jahrtausendfeier 1925 und der Befreiungsfeier 1929, der Wiederbelebung des Heimatmuseums und der Gründung des Geschichtsvereins versuchte man, das lokale rheinische und nationale Bewusstsein zu stärken. Westlich der Ruhr wurde das Umfeld der alten napoleonischen Festungsanlage Brückenkopf zum Naherholungsgebiet mit Zoo, Sportanlagen und Freilichtbühne aufgewertet. Neue Informationsmöglichkeiten wie Telefon, Kino und Radio sowie Mobilität durch verbesserte Bus- und Zugverbindungen sorgten für eine Vernetzung mit der modernen Welt. Bis 1933 blieb die Zentrumspartei die vorherrschende politische Kraft. Mit Argwohn betrachteten die städtischen Eliten die sozialistischen und kommunistischen Umtriebe der Arbeiterschaft des Reichsbahn-Ausbesserungswerks. Die etwa 2000 Arbeiter des Werks hatten mit dafür gesorgt, dass die Kreisstadt Jülich zwischen 1920 und 1939 von 7.688 auf 12.000 Einwohner um über 50% wuchs. Die NSDAP tat sich in Jülich anfangs schwer. Aber auch hier gelang nach der Machtergreifung im März 1933 der Umbau von Staat und Gesellschaft im Sinne des Nationalsozialismus weitgehend widerstandslos. Ein erheblicher Teil der städtischen Eliten diente sich dem neuen System an, dessen verbrecherischer Charakter sich mehr und mehr enthüllte. Die vermeintliche Stabilität, die bis 1939 eine gedeihliche Entwicklung der Kommune möglich machte, war bitter erkauft, wie der Untergang der Stadt am Ausgang des Zweiten Weltkrieges zeigt.